Du machst vermutlich viele Fehler beim Trinken, die dich nicht nur unnötig Geld kosten, sondern sogar deiner Gesundheit schaden. Wusstest du zum Beispiel, dass in deutschen Glasflaschen oft mehr Mikroplastik drin ist als in Plastikflaschen? Oder ist dir bekannt, dass Fluorid im Leitungswasser möglicherweise die Intelligenz von Kindern beeinflusst? Und dass Bigfoot uns seit Jahrzehnten über das beste Wasser belügt. Ich zeige dir heute, warum das meiste, was du über gesundes Trinken gehört hast, falsch ist. Du erfährst, welches Wasser wirklich das Beste für dich ist, wie du über 1.000 € im Jahr sparst und dabei gesünder wirst. Vergiss alles, was dir die Wasserindustrie erzählt hat. Hi, ich bin Arthur von Life-Algorithm. Mit 45 bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche, ohne teure Supplemente, 100% natürlich. Und ein großer Teil davon liegt daran, dass ich vor Jahren aufgehört habe, der Industrie zu glauben und angefangen habe, selbst nachzudenken. Heute sprechen wir über Wasser, das wichtigste Lebensmittel überhaupt. Aber die Wasserindustrie macht jährlich Milliarden damit, uns zu verwirren. Früher haben unsere Großeltern einfach aus dem Wasserhahn getrunken und waren kerngesund. Heute stehen wir im Supermarkt vor 50 verschiedenen Wassersorten und wissen nicht mehr, was richtig ist. Ich habe die 12 erfolgreichsten YouTube-Videos zum Thema Wasser analysiert und für dieses Video die wichtigsten und eindeutigen Erkenntnisse zusammengefasst. Wir klären heute 4 Dinge. Erstens, welches Wasser du wirklich trinken solltest und warum Glasflaschen nicht automatisch besser sind. Zweitens, die Wahrheit über Fluorid und warum deutsche Behörden endlich umdenken. Drittens, wie viel Wasser du wirklich brauchst. Spoiler, es sind nicht 8 Gläser am Tag und auch nicht 3 bis 5 Liter. Und viertens, welche einfachen Tricks deine Hydration auf ein neues Level heben, ohne dass du ein Vermögen ausgibst. Okay, ich muss ehrlich sein, ich erzähle dir mal, wie es bei mir heute aussieht. Jede Woche das gleiche Spiel. Ich fahre zum Getränkemarkt, packe den Kofferraum voll mit den schweren Wasserkisten und schleppe die Dinger bei mir in die Garage. Jahrelang dachte ich, das wäre die beste und gesündeste Lösung für meine Familie. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, damit ist bald Schluss, denn die Recherche für genau dieses Video wird bei mir auch etwas verändern. Ich bin dabei auf einen Mythos gestoßen, an den ich selbst fest geglaubt habe. Der erste Mythos dieses Videos ist also, Wasser aus Glasflaschen ist immer die sauberste Wahl. Klingt erstmal logisch, oder? Glas ist ja rein und sauber. Dachte ich auch. Bis ich mir eine deutsche Studie genauer angesehen habe. Forscher der Uni Münster haben sich 2018 Wasser aus allen möglichen Behältern angesehen. Und das Ergebnis war ein echter Augenöffner. Dass die Forscher der Uni Münster in Plastikflaschen Mikroplastik finden, hat niemanden überrascht. Das Schockierende war aber, sie haben auch in den teuren Glas-Mehrwegflaschen erhebliche Mengen Mikroplastik gefunden. Die vermeintlich saubere Alternative war also gar nicht so sauber, wie wir alle denken. Wie kann das sein? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Die Flaschen werden industriell mit Hochdruck gereinigt. Dabei können sich winzige Partikel von den Kunststoffdichtungen in den Deckeln ablösen. Und schon hast du also Mikroplastik in den sauberen Glasflaschen. Und jetzt kommt der Punkt, der mich persönlich am meisten ärgert. Die Industrie verkauft uns die Glasflaschen als Premium-Produkt. Oft für einen Preis über 50 Cent pro Liter. Rechne das mal hoch. Das sind bei 2 Personen schnell über 500 € oder mehr im Jahr. Nur für Wasser. Falls dir das gerade die Augen öffnet, dann lass gerne jetzt schon mal einen Daumen da. Die Wahrheit ist doch, das Geschäft mit dem Flaschenwasser basiert auf einer einfachen Idee. Schritt 1, mach den Leuten Angst vor dem, was es fast umsonst aus dem Hahn gibt. Und Schritt 2, verkaufe ihnen dann die angebliche Lösung für einen höheren Preis. Und genau deshalb ist für mich jetzt Schluss mit der Kistenschlepperei in die Garage. Diese Recherche war mein persönlicher Weckruf. Allein diese einzige Umstellung wird mir über 1.000 € im Jahr sparen und dir hoffentlich auch. Geld, das ich lieber in hochwertige Lebensmittel für meine Familie investiere. Das schont die Umwelt, meinen Rücken und meinen Geldbeutel. Das mit Wasser ist übrigens genau die gleiche Masche wie bei vielen anderen Lebensmitteln. In meinem Video über Ernährungsmythen zeige ich dir, wie Bigfoot uns manipuliert. Schau da unbedingt mal rein, um die Muster zu erkennen. Und damit kommen wir zum ersten konkreten Tipp. Hör auf, dein Geld für überteuertes Flaschenwasser auszugeben, egal ob Glas oder Plastik. Was du stattdessen tun solltest und wie du sicherstellst, dass dein Leitungswasser wirklich top ist, dazu kommen wir noch. Kommen wir zu Mythos Nummer 2 und das ist wirklich ein heißes Eisen. Fluorid im Wasser ist sicher und notwendig. Das haben wir jahrzehntelang gehört. Fluorid sei der Superheld für unsere Zähne. Doch immer mehr wissenschaftliche Daten zeichnen ein ganz anderes Bild. Und damit du mich nicht als Schwurbler, Aluhut oder Verschwörungstheoretiker wahrnimmst, möchte ich kurz eine Studie aus Kanada erwähnen. Diese Studie wurde in JAMA Pediatrics veröffentlicht. Das ist eines der wichtigsten Medizinmagazine der Welt. Forscher haben dort über 500 schwangere Frauen begleitet. Das Ergebnis war ein echter Weckruf. Je mehr Fluorid die Mütter im Körper hatten, desto niedriger war später der Intelligenzquotient ihrer Kinder. Besonders Jungen waren davon betroffen. Den Link dazu packe ich natürlich wie immer in die Videobeschreibung, wie zu allen anderen Studien auch. Und es geht auch weiter. In den USA wollte das nationale Toxologieprogramm einen Bericht veröffentlichen. Die Kernaussage: Fluorid kann als Nervengift wirken. Dieser Bericht wurde von den eigenen Gesundheitsbehörden blockiert. Das zeigt, hier geht es nicht um Wissenschaft, hier geht es um Politik. Und das ruft natürlich kritische Stimmen auf den Plan. In den USA kämpft Robert F. Kennedy, der Neffe von JFK,
seit Jahren wie ein Löwe gegen die Fluoridierung des Trinkwassers. Und wenn du jetzt denkst, Robert F. Kennedy ist nur ein Verschwörungstheoretiker, wie es die deutschen Medien zu verkaufen versuchen, dann habe ich hier einen einfachen Gedanken für dich. Vergleich ihn mal mit den Leuten, die bei uns in der EU über Gesundheitspolitik entscheiden. Das mag jetzt vielleicht oberflächlich sein, aber wem würdest du deine Gesundheit anvertrauen? Robert F. Kennedy, der im Alter von 71 so aussieht? Oder Maggie de Block, der ehemaligen Gesundheitsministerin von Belgien? Also, ich weiß, wem ich meine Gesundheit anvertrauen würde. Zum Glück wird bei uns in Deutschland unser Leitungswasser nicht flächendeckend fluoridiert. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber den USA. Das Problem bei uns steckt eher in Zahnpasta und Mundspülungen. Ein guter Freund von mir, Dr. Jammer Mangal, ein Top-Oralchirurg und Zahnarzt aus Wesel, rät seinen Patienten mit guter Mundhygiene und niedrigem Kariesrisiko, die Einnahme von Fluorid kritisch abzuwägen. Seine Begründung ist ganz einfach. Heutzutage ist oft schon in vielen Lebensmitteln wie Wasser oder Salz Fluorid beigemischt. Ich selbst nutze seit Jahren nur noch fluoridfreie Zahnpasta. Meine Zähne sind top in Schuss. Ich gehe wirklich nur noch zu Kontrollterminen und ab und zu mal zur Zahnreinigung. Warum? Weil ich auf das achte, was wirklich zählt. Wenig Zucker und Kohlenhydrate. Der wahre Feind deiner Zähne ist nicht der Mangel an Fluorid. Es sind der Zucker und die Kohlenhydrate, die deine Zähne zerstören. Mehr dazu findest du in anderen Videos von mir, zum Beispiel im Video zum Thema Sixpack-Ernährung. Schon Paracelsus wusste, allein die Dosis macht das Gift. Und bei Fluorid kennen wir die sichere Dosis einfach nicht. Warum also das Risiko eingehen? Mein konkreter Tipp für dich: Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Erstens, prüfe online die Fluoridwerte deines lokalen Wasserversorgers, wie ich hier am Beispiel von Xanten mit einer einfachen Google-Suche gemacht habe. Zweitens, ein guter Umkehrosmosefilter entfernt Fluorid fast zu 100%. Aber bitte nicht verrückt machen lassen. Das größte Problem für deine Gesundheit ist meist nicht das Fluorid. Es ist der Zucker in deinem Essen und die fehlende Bewegung im Alltag. Setze deine Prioritäten richtig. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Und den hat jeder schon mal gehört. Trinke viel Wasser. In den USA gibt es zum Beispiel eine 8 Gläser Wasser am Tag Regel. Und bei uns empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag zu trinken, was ungefähr den 8 Gläsern aus den USA entspricht. Die Wahrheit ist aber, beide Regeln sind so pauschal, dass sie fast schon wieder falsch sind. Und ich muss zugeben, ich bin jahrelang selbst in die Falle getappt. Ich habe viel zu viel getrunken. Mein Gedanke war, viel hilft viel, mein Körper muss ja entgiften. Das Ergebnis des zu vielen Trinkens in meinem Fall war: 1, ich musste nachts ständig raus. 2, mein Urin war komplett klar wie pures Wasser. Warum das ein Problem ist, dazu kommen wir in dem Video noch. Und 3, das nächtliche Aufstehen hat meine Schlafqualität wirklich verschlechtert. Guter tiefer Schlaf ist das Fundament für deine Gesundheit. Mehr dazu erkläre ich übrigens in meinem Video zum Thema Schlaf. Die Lösung für die richtige Wassermenge ist ganz einfach: der eingebaute Sensor deines Körpers. Dein Körper gibt dir ein perfektes Signal, das viel besser ist als jede Pauschalregel. Das perfekte Signal ist die Farbe deines Urins. Stell dir das wie eine Ampel vor. Die Ampel ist rot, wenn dein Urin komplett klar ist, wie Wasser zum Beispiel. Du trinkst zu viel, fahre einen Gang zurück. Die Ampel ist orange, wenn dein Urin ein kräftiges Gelb hat, wie Apfelsaft oder noch dunkler. Dein Körper braucht mehr Wasser, Zeit zu trinken. Die Ampel ist grün, wenn dein Urin ein helles, blasses Gelb hat, so wie Zitronenlimonade zum Beispiel. Genauso soll es sein. Woher kommt dieser ganze Quatsch mit den 8 Gläsern bzw. 1,5 Litern überhaupt? Die ursprüngliche Empfehlung ist von 1945. Damals hat eine US-Behörde 8 Gläser Flüssigkeit empfohlen. Der entscheidende Teil, der immer weggelassen wird, war aber dieser Zusatz. Der Großteil ist davon bereits in zubereiteten Speisen enthalten. Sie meinen also die Gesamtflüssigkeit, inklusive dem Wasser aus deinem Apfel, deiner Suppe oder deinem Gemüse. Die Industrie hat aus dieser Empfehlung einfach 8 Gläser Wasser zusätzlich trinken gemacht. Ein genialer Marketingtrick, der eine Milliardenindustrie für Big Food daraus gemacht hat. Klingt absurd, oder? Aber genau das ist passiert und wir haben einfach stumpf das gemacht, was uns einprogrammiert wurde. Meine konkreten Tipps an dich sind also ganz einfach. 1, vergiss die starren Regeln. Trink, wenn du Durst hast. 2, wirf einen Blick auf die Farbe deines Urins, um eine Indikation zu haben, ob du zu viel oder zu wenig trinkst. Reagiere mit deinem Trinkverhalten entsprechend der zuvor beschriebenen Ampel. 3, wenn du viel schwitzt, beim Sport oder in der Sauna, dann gib eine Prise Ursalz in dein Wasser. Das füllt deine geleerten Elektrolytspeicher sofort wieder auf. Wenn du merkst, dass du bisher viel zu verkopft an das Thema Trinken herangegangen bist, wie ich es auch lange gemacht habe, dann lass jetzt gerne einen Daumen da. Das hilft dem Kanal und der Gesundheit vieler Zuschauer. Kommen wir zur wichtigsten Frage von allen. Was ist jetzt die beste Wasserstrategie für dein Leben? Nachdem ich 12 der erfolgreichsten YouTube-Videos zu dem Thema analysiert und meine eigenen Fehler erkannt habe, ist die Antwort für mich glasklar: gefiltertes Leitungswasser. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe aktuell noch keinen Filter, aber das wird sich jetzt ändern. Die Recherche zu diesem Video war mein Weckruf. 1, Schluss mit der Kistenschlepperei. 2,
Schluss mit dem unnötigen Mikroplastik. 3. Schluss mit dem rausgeworfenen Geld. Und 4. Schluss mit der Umweltbelastung. Für diesen Schritt gibt es 2 einfache Gründe. Erstens die Gesundheit. Unser Leitungswasser in Deutschland hat eine Top-Qualität, oft strenger kontrolliert als Flaschenwasser. Ein guter Filter holt dann noch die letzten Reste raus, die man nicht haben will, zum Beispiel mögliche Medikamentenrückstände, Chlor oder Schwermetalle aus den Rohren im alten Haus. Zweitens, und das ist der Hammer, die Kosten. Obacht, ich habe das mal durchgerechnet. Eine vierköpfige Familie, wie in meinem Fall, trinkt am Tag ungefähr 8 Liter. Wenn du Wasser für 44 Cent pro Liter kaufst, sind das fast 1.300 Euro im Jahr. Nur für Wasser. Die Investition für einen guten Osmosefilter? Vielleicht 400 Euro, einmalig. Die laufenden Kosten für die Filterkartuschen? Ungefähr 50 Euro im Jahr. Mit ca. 1,5 Cent pro Liter ist das Filterwasser im Vergleich zu 44 Cent pro Liter Glasflaschenwasser ca. 30 Mal günstiger. Du sparst also über 1.000 Euro. Jedes einzelne Jahr. Und das Beste, du musst keine Kisten mehr schleppen. Hier ist eine einfache Anleitung für Wasserfilter. Option 1, der Einsteiger. Ein einfacher, aber hochwertiger Wasserfilter mit Aktivkohle. Er holt Chlor raus und verbessert den Geschmack. Perfekt, um anzufangen. Option 2, die Komfortlösung. Ein fester Filter unter der Spüle, ebenfalls mit Aktivkohle. Ist bequemer und filtert noch etwas mehr raus. Option 3, die Premium-Lösung. Das ist ein Umkehr-Osmosesystem. Sie entfernt praktisch alles, auch Fluorid, Viren und die kleinsten Partikel. Ein wichtiger Hinweis bei Osmose: Das Wasser ist danach extrem rein, fast schon zu rein. Deshalb ist es wichtig, dem Wasser wieder ein paar Mineralien zuzufügen. Welche dieser 3 Optionen werde ich jetzt also wählen? Ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht. Der Grund dafür ist, dass ich die perfekte Alles-in-einem-Lösung für meine Familie suche. Und die habe ich noch nicht gefunden. Hier ist meine Anforderungsliste. Erstens, meine Kinder lieben Sprudelwasser. Ich will dafür aber kein extra Gerät. Zweitens, das System soll die schlechten Sachen rausfiltern, aber die guten Mineralien wie Magnesium, Calcium und Kalium im Wasser lassen. Ich will nicht erst alles mit einem Osmosesystem rausfiltern und dann wieder künstlich hinzufügen. Drittens, am liebsten wäre mir ein System für unter die Spüle, das aus einem Hahn nicht nur gefiltertes, sondern auch direkt kochend heißes Wasser liefert. Dann kann auch endlich der Wasserkocher weg. Und viertens, das System soll möglichst platzsparend sein, da wir weder unter der Spüle noch auf der Arbeitsplatte viel Platz haben. Das ist also meine Problemstellung. Falls du ein System kennst, das all das kann, schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Jetzt kommen wir zu einem super einfachen Trick. Gib in ein gefiltertes Wasser immer eine winzige Prise gutes Salz. Kein billiges Kochsalz, am besten Himalaya-Salz, Meersalz oder sogenanntes Ursalz. Das hilft deinem Körper, das Wasser besser aufzunehmen. Und für alle Sportler, misch dir dein Sportgetränk einfach selbst. 1 Liter Wasser, ein Viertel Teelöffel Salz, ein Spritzer Zitrone. Das ist besser, günstiger und gesünder als jeder teure Drink. Warum natürliche Lösungen fast immer besser sind als künstliche Produkte, erkläre ich auch in meinem Video zum Thema Low Carb Einkaufsguide. Und eine letzte wichtige Warnung. Falle nicht auf Marketing-Gags rein. Alkalisches Wasser, strukturiertes Wasser oder Wasser mit zugesetzten Vitaminen. Das ist meistens nur teurer Schnickschnack ohne wissenschaftliche Grundlage. Wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst, empfehle ich das Buch Wasser viel mehr als H2O von Dr. Gerald Pollack. Das Buch ist wirklich ein Augenöffner über die Wissenschaft des Wassers. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und last but not least, die Umwelt will es uns auch danken. Ein Deutscher verbraucht im Schnitt 150 Plastikflaschen pro Jahr. Mit gefiltertem Leitungswasser reduzierst du deinen Plastikmüll auf 0. Fassen wir die wichtigsten Punkte aus diesem Video noch einmal zusammen. Erstens, das Märchen von der sauberen Flasche. Egal ob Glas oder Plastik, Flaschenwasser ist oft mit Mikroplastik belastet und im Vergleich zu gefiltertem Wasser ca. 30 Mal teurer. Zudem ist es die Kistenschlepperei einfach nicht wert. Ich komme mir persönlich immer total dämlich vor, 10 Kisten Wasser, die ca. 200 Kilo wiegen, mit dem Auto zu kutschieren. Zweitens, die Fluoridfrage. Die Debatte um mögliche Risiken ist real. Nutze den Vorteil, den wir in Deutschland haben. Unser Leitungswasser ist weitgehend fluoridfrei. Denke kritisch nach, bevor du es über die Zahnpasta zu dir nimmst. Drittens, vergiss die starren Trinkregeln. Dein Körper ist kein Uhrwerk. Hör auf deinen Durst und achte auf die Farbe deines Urins. Das ist der beste und einfachste Kompass, den du hast. Und viertens, deine beste Wasserstrategie. Gefiltertes Leitungswasser ist die smarteste Lösung. Es ist gesünder, schont die Umwelt und spart bei einer vierköpfigen Familie über 1.000 Euro im Jahr. Pro Person also ca. 250. Es ist eine einmalige Investition, die sich sofort auszahlt. Die wichtigste Botschaft von heute ist aber diese. Hör auf, blind der Industrie zu vertrauen. Fang an, auf deinen Körper zu hören und deinen gesunden Menschenverstand zu benutzen. Dadurch verbesserst du deine Gesundheit, sparst eine Menge Geld und tust etwas Gutes für unseren Planeten. Quasi eine Win-Win-Win-Situation. Mehr geht nicht. Wenn dir diese Tipps geholfen haben, die Dinge klarer zu sehen, dann lass gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal
und aktiviere die Glocke. Denn fast 80% der Zuschauer haben noch nicht auf Abonnieren geklickt. Schreib mir jetzt unten in die Kommentare, bist du Team Leitungswasser oder Team Flaschenwasser und warum? Ich lese jeden Kommentar und antworte persönlich. Und falls du jemanden kennst, der immer noch teures Wasser kauft, dann teile dieses Video mit ihm. Es wird ihm die Augen öffnen. Das Thema für nächste Woche steht noch nicht fest, aber wir stimmen dazu im Telegram-Kanal ab. Komm gerne dazu und gestalte den Kanal aktiv mit. Und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, hier noch ein ganz einfacher Trick, der aber einen riesen Unterschied macht. Dein erster Griff am Morgen sollte nicht zur Kaffeetasse sein, sondern zu einem Glas Wasser. Aber nicht nur irgendein Wasser. Ein großes Glas gefiltertes Wasser mit einer kleinen Prise gutem Salz. Warum das Ganze? Du füllst damit sofort deine leeren Speicher von der Nacht auf und gibst deinem Stoffwechsel den perfekten Startschuss für den Tag. Erst danach kommt der Kaffee. Natürlich schwarz und ohne Zucker. Probiere das mal eine Woche aus. Du wirst den Unterschied spüren. Bis dahin, bleib gesund, bleib kritisch und denk dran. Dein Leben wird nicht durch Zufall besser, es wird durch Veränderung besser. Jim Rohn. Peace out.